Nach diesem Video steht eine Sache fest. Deinen alten FlexiClick kannst du verschenken. Der 15er obsolet, der 35er obsolet. Du willst den 32er. Das in diesem Video. Und wir klären die bange Frage, musst du alle Aufsätze im 12 Volt Bereich neu kaufen und ist er endlich kompatibel zu 18 Volt? Wenn Bosch einen neuen Akkuschrauber rausbringt, gucken viele von euch schon sehr genau hin. Wenn Bosch aber sagt, hier ist ein neuer FlexiClick, dann sagt ihr alle, wow, was hier los? Das müssen wir uns ganz genau angucken, weil FlexiClick gehört für mich und auch für euch ja mit zu den besten Akkuschraubern auf dem Markt. Und wir haben hier den neuen 32er und der ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, weil er stellt den 35er und den alten 15er komplett in den Schatten. Und deswegen müssen wir uns das heute wirklich anschauen, ist das Ganze kompatibel? Und wir werden uns auch anschauen, wie sortiert er sich in den Gesamtmarkt ein. Und wir wollen uns auch mal das gesamte Thema FlexiClick noch mal ganz kurz anschauen, auch vom 90er, auch vom 60er nochmal, die Kompatibilität hin und her. Und was wir auch machen werden, wir werden heute einen Test machen, einen Bohrtest machen, ist er vielleicht sogar noch schneller als der 35er beim Bohren hier in Stein. Auch das heute hier in diesem Video. Jetzt aber mal ganz langsam und eins nach dem anderen, weil es ist ja auch irgendwie ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn wir hier den neuen 32er mit FlexiClick haben, warum ist der jetzt besser als der 35er? Was ist denn jetzt hier los? Das müssen wir wirklich ganz kurz mal erklären. Und wenn du nur einen Vergleich haben möchtest von diesen beiden Geräten, 35er und 32er, was ist denn da jetzt eigentlich besser, anders und so weiter, ohne FlexiClick, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Welche Geräte haben wir hier eigentlich auf dem Tisch? Wir haben hier den GSR 12V15, der relativ alte, aber immer noch gute Akkuschrauber, 12 Volt Akkuschrauber im Einsteigerbereich. Dann haben wir hier den GSR 12V35 FC jeweils natürlich. Hier haben wir den GSR 12V32 FC, der ganz neue. Dann haben wir hier den GSR 18V 60 FC, den gibt es nicht mehr. Ja, der ist ausverkauft, der ist eine Legende. Der 60 FC war über Jahre der Akkuschrauber, den jeder hinterher geschmachtet hat, den jeder haben wollte in der Vollausstattung. Aber den gibt es nicht mehr, der wurde abgelöst durch den 90 FC, den es jetzt ganz normal im Markt gibt. Ja, also das sind die Geräte, zwischen denen du dich entscheiden möchtest oder musst. Und wir haben hier natürlich 18 Volt gegen 12 Volt und hier auch eine ganz andere Leistungsklasse. Hier sind wir ja deutlich über 60 Newtonmeter und hier sind wir im Bereich der 30 Newtonmeter. Meine klare Empfehlung an dich, du brauchst beide. Aber nein, wenn du dich für einen entscheiden möchtest, dann würde ich sogar eher zum kleineren tendieren. Das Thema FlexiClick und gerade um die Ecke bohren und so weiter und so fort und Ecke schrauben ist etwas, wo ich sage, naja, das machst du nicht mit riesengroßen Schrauben. Das heißt, wenn du dich entscheiden musst zwischen dem oder dem, würde ich sogar eher zum 12er tendieren, weil hier sagst du harte, große Anwendung, da nehme ich auch mal keinen FlexiClick, kann ich auch normalen Akkuschrauber nehmen, aber wenn es um die vielen kleinen Feinheiten geht, da ist das hier schon genau das, was du brauchst. Lass uns mal über das Thema Preise sprechen und hier ist mein ganz klarer Hinweis, geh in die Videobeschreibung. Geh in die Videobeschreibung, guck dir das an, da wird Folgendes stehen, da wirst du die einzelnen Akkuschrauber finden und darunter jeweils relativ viele Links, da kannst du nämlich mal schauen, es gibt das Ganze Solo, mit Solo im Karton, Solo im Koffer, mit ein paar Aufsätzen, mit allen Aufsätzen, mit einer anderen Zusammenstellung von Aufsätzen, je nachdem wie du es brauchst. Also gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, das Ganze zu kaufen und natürlich auch entsprechend verschiedene Preise. Nur dass du es aber mal so ein bisschen einordnen kannst, wo sind wir denn etwa, gehen wir mal ganz kurz hier mal durch. Beim 15er ist es so, ein relativ altes Gerät, wenn es nicht brushless ist, das einzige Gerät, was hier nicht brushless ist, trotzdem aber ein gutes Gerät, wenn du es mal im Angebot vielleicht bekommst oder als Zweitgerät, kann ja sein, bist du hier im Bereich bei 80 Euro, solo, ohne alles. Ja, bei den beiden bist du irgendwo 120 bis 150 Euro, je nachdem, wo du gerade so bist, in welchem Shop du bist. Bei dem 60er, ja, 18 Volt 60er, ist es so, dass du hier merkwürdige Preise hast. Das Gerät ist ausverkauft eigentlich, wird nicht mehr hergestellt. Manche Shops haben es noch im Bestand und preisen den aber deutlich teurer als den ein. Dafür gibt es keinen logischen Grund. Ja? Es gibt für dich auch keinen logischen Grund, den hier teurer zu kaufen als den hier, also den 60er teurer zu kaufen als den 90er. Hier schauen wir uns mal an, hier sind wir beim Preisbereich so 190, 200 Euro solo, ohne ganzen Aufsätze, was aber eigentlich auch so ein Quatschpreis ist, weil du willst die Aufsätze ja auch haben. Ja? Aber vielleicht hast du ja Folgendes, du hast vielleicht den 60er, möchtest updaten auf den 90er und dann können wir gleich über das Thema Kompatibilität sprechen, nämlich der Aufsätze.
Fangen wir mal hier an. Die 18 Volt sind 100% untereinander kompatibel. Das heißt, ich habe jetzt hier den 60er mit den 60er Aufsätzen. Das ist Originalkarton gewesen. Jetzt nehme ich vom 60er den Aufsatz, packe das hier drauf, klick, fertig, funktioniert. Und für denjenigen, der das Thema FlexiClick noch gar nicht kennt, was ist der große Vorteil von FlexiClick? Nämlich genau das, was du hier siehst. Ich habe es hier einfach in der Hand. Ich wirbel das hier auch einmal hier so rum. Und ich brauche nicht mal hingucken, ja, einfach rauf und fertig. Das ist der große Vorteil. Du nimmst einfach einen Aufsatz, packst den hier drauf, ja, ohne groß Heckmeck, einfach dran. Und so gut wie Bosch das macht, macht es kaum ein anderer. Und du hörst übrigens dieses FlexiClick, das hörst du auch. Wenn ich jetzt ein Gerät nehme, packe das hier drauf, hörst du? Ich meine, es macht erst und dann ist es fest. Ja, eine geniale Sache. Und das finde ich übrigens auch genial. Guck jetzt in die falsche Richtung, du ziehst es hier einfach nach vorne, zack, da wo du es hinhaben willst. Und dann ist es schon nutzbar. Das ist der große Vorteil von FlexiClick. Ja, und dass du das natürlich die verschiedenen Aufsätze hast. Übrigens hast du bei allen entsprechend jetzt alle Aufsätze, was ich auch genial finde. Ja, sodass du hier die Aufsätze, die du hier hast, im Grunde hier auch hast. Aber Kompatibilität. Du siehst also hier, die sind untereinander kompatibel, gar kein Problem. Dann ist es so, dass 18 Volt und 12 Volt nicht kompatibel ist, auch beim 32er immer noch nicht, weil viele sich das, glaube ich, gewünscht hätten. Aber die Aufnahme, die wir hier haben, ist eine andere. Ganz einfach, weil wir einen anderen Durchmesser haben. Ihr seht hier, der Durchmesser ist größer. Bei 18 Volt ist es einfach massiver. Und warum ist es massiver? Weil wir hier natürlich eine ganz andere Kraft haben. Wenn wir hier mit 60 oder über 60 Newtonmeter auf so eine Konnektivität, auf so eine Verbindung hier einprügeln, ja fast schon, dann brauchen wir einfach noch mehr Stabilität und deswegen ist es hier komplett aus Metall gearbeitet, hier auch komplett aus Metall gearbeitet. Hingegen ist es hier bei dem hier auf der Seite eine ganz andere Aufnahme. Hier ist ein Teil aus Kunststoff, ein anderer Teil aus Metall, aber keine Sorge, ich habe noch nie es geschafft, egal was ich gemacht habe, hier irgendein Kunststoffteil abzureißen, weil das die 32 Newtonmeter, die wir hier haben, zum Beispiel auch gar nicht ermöglichen, die 35 auch nicht. Sodass wir jetzt sagen können, das ist nicht kompatibel, 12 zu 18 Volt, auch nicht hier. Wie ist es aber jetzt hier an der Stelle? Die gute Nachricht, komplett kompatibel. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe immer noch einen 15 FC, ja, was keine Schande ist, habe ich auch noch bei mir zu Hause, wunderbar. Und ich werde jetzt, das kann ich euch jetzt schon sagen, ich werde updaten, ich werde auf den 32er gehen. Aber jetzt könnt ihr Folgendes machen, ihr könnt sagen, okay, Variante A, ihr behaltet den einfach und nehmt alle Aufsätze, die ihr schon habt und kauft den jetzt solo und könnt die Aufsätze einfach nehmen und übernehmen. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend vom 35er die Aufsätze. Ihr seht hier, ich kann die einsetzen, die sind vollständig kompatibel. Ja. Dann haben wir hier irgendeinen anderen, setzen den auch mal ein. Ja, vollständig kompatibel und hier klick fest, ja, genial. Das ist gar kein Problem. Übrigens auch rückwärts kompatibel. Das heißt zum Beispiel nehme ich jetzt hier das neue Bohrfutter aus Metall, komme ich gleich nochmal dazu und nehme den beim 15er. Auch das hier funktioniert und das kann ich auch nutzen. Das heißt also, das ist auch der Grund, warum es hier so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Hast du schon einen FlexiClick, macht es vielleicht Sinn, den hier wirklich auch noch nicht mal im Koffer zu kaufen, sondern einfach solo zu kaufen und zu sagen, okay, den hier verschenke ich vielleicht oder nehme ich irgendwo anders hin oder und packe mir den einfach in den Koffer vom 15er und schon kannst du loslegen, gar kein Problem. Neu ist jetzt aber das hier. Das ist beim 32er ganz neu. Wir haben jetzt das Bohrfutter aus Metall und das ist ein Riesenunterschied. Wir haben vorher ein Bohrfutter aus Kunststoff gehabt, was nicht heißt, dass innen drin die Spannmöglichkeit sich so stark geändert hat, aber der große Vorteil von einem Metallbohrfutter ist einfach, es ist griffiger. Das merkt man ganz klar, wenn ich jetzt hier das alte Kunststoffbohrfutter nehme, was nicht schlecht ist und auch nicht schlecht war. Und wenn ich jetzt aber hier das anziehen möchte, also ich möchte das jetzt hier so richtig nochmal festziehen, mal so als Beispiel, dann ist es bei dem Kunststoff natürlich so, dass du dann schon irgendwann so ein bisschen ins Rutschen kommst, je nachdem, was gerade so los ist. Bei dem Metallbohrfutter hast du einen großen Vorteil, du nimmst es einfach und das zieht sich richtig gut an. Also jetzt, das kannst du wirklich festziehen, wenn du das möchtest. Das ist eine schöne Sache. Also da muss ich sagen, da hat Bosch wirklich auch auf mich gehört, denn ich mag Metallbohrfutter einfach, weil du nochmal schöne Griffigkeit hast. Es fühlt sich auch nochmal wertig an, aber das ist nur ein Gefühl, weil der Rundlauf von beiden war schon immer gut, also vom alten war schon immer gut und vom neuen ist ja es genauso.
Weil ich ja gesagt habe, lass uns auch kurz darüber sprechen, die das noch nicht kennen. Wir schauen mal ganz kurz nochmal, welche Aufsätze gibt es hier eigentlich nochmal durch. Erst einmal, wir können das Gerät so benutzen. Was auch nochmal genial ist zum 35er, das Ding ist echt nochmal kürzer geworden. Das ist ja unglaublich. Wo ich sage, kann man einen Akkuschrauber noch kleiner machen? Gefühlt nein, aber sie schaffen es jedes Mal. Weil wir haben hier so im Bereich so 11,5 Zentimeter, 11,5 Zentimeter. Der hier ist nochmal fast 1 Zentimeter kürzer, also ist nochmal deutlich kürzer. Zumindest wenn ich meinen Zollstock hier ranhalte, habe ich hier so rund, also 11,5 Zentimeter zu 10,5 und ja, es ist nur ein Zentimeter, aber diese Geräte sind dafür da, um in engen Bauräumen irgendwo was zu machen. Ja? Und da ist ein Zentimeter schon manchmal kriegsentscheidend. Was du hier übrigens nicht mehr hast, früher konntest du das hier abbauen, um da hinten noch einen Halter ranzubauen. Das kannst du einfach rausklicken hier, hast du hier nicht mehr. Finde ich aber gar nicht relevant, weil du möchtest es kompakt haben. Hier kannst du jetzt einfach ein Bit reinstecken und kannst damit arbeiten. Der Bit wird hier aber nicht festgehalten. Willst du einen Bithalter haben, nimmst du einfach den ersten Aufsatz, packst den drauf, kannst hier ein Bit einsetzen, kannst das hier zurückziehen. Ja, und dann kannst du den Bit rausnehmen. Der Bit wird festgehalten, kannst damit arbeiten, super kompakt, macht richtig Spaß. Die nächste Möglichkeit ist natürlich das, wie es klassisch aussieht. Mit Bohrfutter vorne brauchst du einen Bithalter oder einen Rundschaftbohrer oder. Zum Beispiel einen Forstner-Bohrer oder ähnliches. Flachfräsbohrer kannst du hier einsetzen, dann damit arbeiten. Nächste Möglichkeit wäre jetzt hier der hier. Damit kannst du dann hier das Ganze ist ein Exzenteraufsatz, kannst du hier sehr eng an einer Oberfläche arbeiten. Das heißt, wenn wir das jetzt uns anschauen, haben wir hier eine Schraube, die ist ganz, ganz eng. Ja, an einer Oberfläche kannst du einfach reinschrauben, was nicht geht, wenn du es jetzt meinetwegen so machst. Ja? Weil dann musst du dann so langsam schräg schrauben oder irgendwie mit irgendwelchen Exzenter anderen so Zeilen und Kram. Das macht richtig Spaß hiermit. Brauchst du gar nicht so häufig, aber wenn du es brauchst, ist das hier ein absoluter Gamechanger und macht einen riesen Unterschied. Jetzt wollen wir um die Ecke bohren oder um die Ecke schrauben, das geht auch. Dann haben wir hier folgende Möglichkeit. Dann haben wir hier unseren Winkelaufsatz. Hier drauf können wir jetzt entsprechend schrauben um die Ecke, ja, dahin oder nach dahin oder auch nach unten, je nachdem, wie du es gerne haben möchtest. Und dann als letztes können wir natürlich auch da oben bohren. Ja, das können wir auch einfach draufsetzen. Das Ganze geht hier genauso, aber noch mit einer kleinen Einschränkung, kommen wir gleich dazu. Ja, geht wunderbar, ist eine coole Sache. Was wir aber auch machen können, ist das hier. Wir können den hier aufsetzen und dann, Moment, andersrum ist schöner, wir können den hier aufsetzen und haben dann einen riesen Vorteil. Wir haben hier eine kleine Bohrmaschine, so, Moment, und können jetzt losbohren. Und wenn ihr Folgendes sehen, schaut mal. Ja, ihr hört das auch. Das ist bei dem hier sogar noch krasser und damit kommen wir wunderbar in Beton und Stein. Das probieren wir gleich mal aus, aber ich möchte euch eine Sache nochmal hier zeigen. Hier im Bereich 18 Volt haben wir nahezu dieselben Aufsätze mit einer kleinen Einschränkung. Hier haben wir das Futter, was das Ganze aufnimmt, gleich am Gerät gleich mit dran. Wenn wir hier um die Ecke schrauben wollen, gar kein Problem, haben wir das, brauchen wir auch keinen Aufsatz. Wenn wir um die Ecke bohren wollen, das geht nur mit einem Zusatzteil und zwar dem hier. Das hier kostet 70 €. Jetzt können wir das hier auch ansetzen. Einfach rein. Moment. So, zack. Und um die Ecke, nach oben meinetwegen. Und jetzt können wir hier einen Rundschaft einsetzen. Das ist nicht im Lieferumfang, in der Regel nie im Lieferumfang, weil man das auch so selten braucht. Das musst du jedes Mal extra kaufen. Ansonsten, wie gesagt, ist es hier identisch. Ihr merkt also, das Thema Flexiklick ist allgemein ein recht kompliziertes bzw. zumindest umfangreiches Thema. Wenn du noch mehr Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare, dann diskutieren wir da oder ich mache nochmal ein Folgevideo. Und der Vorteil, wenn du kommentierst, ist auch nochmal folgendes: Du nimmst am Gewinnspiel teil und kannst Werkzeug gewinnen, ja, wenn das mal nichts ist, oder? Und jetzt lass uns mal schauen, was ist aber der Unterschied zwischen dem 35er und 32er rein von der Technik her und von den Fakten oder Zahlen, Daten, Fakten. Und spätestens jetzt wirst du sagen, Sebastian, selbst wenn ich einen 35er habe, der muss weg, ich brauche einen 32er. Auf jeden Fall, weil das sind so viele Kleinigkeiten, die in Summe ein riesen Paket schnüren und das Ding zum besten 12 Volt Flexiklick Akkuschrauber sowieso machen. Wir kommen mal von den kleinen Sachen. Wir haben hier ein niedriges Gewicht. Ja? Das heißt, der, nicht wie im Akku, ja, sondern der wiegt so 40, 50 Gramm nochmal weniger. Interessanterweise ist es sogar so, dass das Metallbohrfutter fast gleich viel wiegt wie das Kunststoffbohrfutter. Also auch da ist es etwas, was kaum einen Unterschied macht. Das sind vielleicht 10, 20 Gramm. Wir haben das vor kurzem nachgemessen, ist kein großes Thema. Aber er ist leichter. Okay, das ist nicht so ein Ding. Nächstes Thema haben wir das Thema Licht. Wir haben hier vorne
ein deutlich stärkeres Licht, was in engeren Bauräumen, wenn du so irgendwo in einem Schrank rumkrauchst oder irgendwo bist, dann macht das sich schon bezahlt. Wir haben hier eine deutlich hellere LED, die auch, was ihr vielleicht hier auch seht, das hier ist noch relativ gelb, das hier ist so ein schönes Weiß, also wirklich sehr, sehr schönes Weiß, was wir hier haben. Das ist richtig cool. Kommen wir jetzt aber zu harten Fakten. Der hat weniger Kraft als der. Das heißt, der 32er hat weniger Kraft als der 35er, aber ist völlig egal, weil wir haben festgestellt, so rein von den Zahlen her hat er weniger Kraft. Zumindest im harten Drehmoment, im weichen hat er 1 Newtonmeter mehr, das ist alles Kinkerlitzchen. Was ihr aber seht, ist, wir haben es getestet. Wir haben es mit großen Schrauben getestet, wir haben großen Schrauben in Holz reingeschraubt, haben es mehrmals wiederholt und immer wieder wiederholt. Und was ist der Test, beziehungsweise das Ergebnis? Das Ergebnis ist ganz einfach, der 32er ist stärker als der 35er. Zahlen hin oder her, aber die Schrauber lügen nicht, sondern es ist wirklich so, es ist mehr Kraft beim 32er. Als nächstes ist es so, dass wir hier ein kompakteres Gerät haben wir ja vorhin schon gesagt, wir haben hier 1 cm weniger und wir haben Kickback. Das hatten wir vorher hier eben nicht. Und das ist etwas, wo ich sage, lieber haben als brauchen am Ende des Tages, denn wir haben hier einen echt guten Kickback-Schutz, der aber anders ist, als man es in der Vergangenheit kannte. Erst einmal, du setzt an der Schraube an und er fängt an zu zucken und machst so, dann hört er natürlich sofort auf, das ist gar kein Problem. Aber was du nicht mehr machen kannst, ist das Typische, wenn du das Gerät, den 90er nimmst, diesen Test, diesen schnell Rüberschlag-Test, kannst du hier nicht mehr machen. Das funktioniert so nicht. Das hat aber damit was zu tun, dass er die Last erkennt. Wenn du eine Schraube dran hast und er wirklich hier den Drehmoment, den Widerstand merkt, dann hört er auch sofort auf, wenn er zuckt. Das ist gar kein Problem. Wenn du jetzt aber eine langsame Bewegung hast, so langsam so dich dem Ende der Schraube näherst und das so richtig schwer wird, das festzuhalten, auch dann ist es kein Problem. Auch dann hast du dort einen Kickback. Nämlich wenn du hier so im Bereich 120 Grad sich langsam unter Last immer weiter drehst, und dann hört er auf zu drehen, damit du nicht deinen Arm verdrehst. Weil Bosch hat gesagt, okay, bis zu einem bestimmten Punkt kann man da durchaus mitgehen und das ist vielleicht sogar okay, aber irgendwann geht es dann in die Gesundheit rein, nämlich weiter drehen kannst du nicht. Und auch dort haben wir einen Kickback-Schutz. Das habe ich im Video, wo ich die beiden hier ohne FlexiClick verglichen habe, auch gezeigt. Das ist richtig genial und ich muss sagen, ja, der hat nur 30 Newtonmeter, aber wenn du hier an einer großen Schraube hängst und sagst, ich drehe, dann ist es auch bei dem so, der hat so viel Kraft, auch der kann ein Handgelenk verdrehen. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, es sind viele Kleinigkeiten, aber spätestens bei Kickback sage ich ganz klar, das ist mein Akkuschrauber. Und wir haben auch Folgendes gesehen, wie schnell schraubt er denn, beziehungsweise wie gut oder wie viel Kraft hat er beim Schrauben. Jetzt aber die Frage, wie viel Kraft hat er beim Thema Beton? Und deswegen gehen wir jetzt nach draußen und werden jetzt wirklich mal Folgendes machen. Wir nehmen unseren Vorsatz hier und schrauben jetzt, beziehungsweise nee, wir schrauben gar nicht. Wir bohren jetzt mal einen Beton und vergleichen die beiden mal, nämlich den 35er gegen den 32er. Und auch hier hat sich wieder gezeigt, der 32er ist einfach stärker. Wir haben wirklich in den schönen Betonblock reingebohrt und haben ja zwei verschiedene Tests gemacht. Einmal von oben und von oben haben wir gesehen, da spielt er seine Kraft so richtig aus. Da ist der 32er mehr als 10 Sekunden schneller als der 35er. Man merkt es übrigens auch beim Arbeiten, dass er einfach ein bisschen mehr Kraft hat, ein bisschen mehr Reserven hat und da leichter reinkommt. Gerade der Test von oben ist ja sehr schwer, weil das Bohrmehl nicht richtig abtransportiert wird. Das rauscht nicht nach unten, sondern es fällt immer wieder auch so ein bisschen rein. Das ist gar nicht so leicht und da hat er schon richtig einen guten Job gemacht. Und das ist auch nicht irgendein Stein, nicht irgendein Beton, den wir da genommen haben, sondern das ist schon richtig hartes und festes Material. Das Ganze, das ist aber nochmal ganz wichtig, ist auch der 90er, auch der 60er ersetzen keinen pneumatischen Bohrhammer, wenn du jetzt mal öfter und größere Löcher bohren möchtest. Wenn du aber mal eins auch ein hartes Material rein musst, ist das hier absolut eine Lösung. Und übrigens bei Kalksandstein oder anderen oder sogar noch weichen Materialien ist es ja gar kein Problem. Da gleitet der einfach nur so in die Wand rein und da hast du mit allen hier richtig viel Spaß. Also wir haben von oben gesehen, richtig schnell oder richtig viel besser. Von der Seite sehen wir dasselbe. Auch dort ist der 32er schneller. Auch da ist er nochmal 3-4 Sekunden schneller als der 35er. Womit hat das was zu tun? Wir haben hier eine höhere Geschwindigkeit, das habe ich vorhin vergessen euch zu sagen. Wir haben hier 1750 Umdrehungen, an der Stelle haben wir aber 1800 Umdrehungen. Jetzt könntest du sagen, warte mal, nur 50 Umdrehungen mehr? Ja, man merkt aber, er regelt auch später runter, er hält die Drehzahl eher und ich glaube,
dass das schon einen riesengroßen Unterschied macht. Also du siehst ja wirklich schon eine ganze Menge an Geschwindigkeitsvorteil. Wir haben auch nochmal mit dem 90er dagegen getestet. Wir haben ja hier auch nochmal Folgendes. Wir haben hier nochmal einen deutlich schnelleren Fortschritt von oben und auch von der Seite gehabt. Denn wir haben hier aber auch ein Gerät, was nochmal doppelt so schwer, also nicht so schwer, ich glaube fast auch, aber es ist doppelt so stark. Aber wir haben hier 2100 Umdrehungen gegenüber 1800 Umdrehungen. Eine Sache muss man ganz klar sagen, das ersetzt keinen pneumatischen Bohrhammer. Wir haben hier 0,9 Joule Schlagenergie und hier haben wir 1,0 Joule Schlagenergie. Das hört sich erstmal eigentlich gar nicht so viel an, wo hier so ein großer Bohrhammer auch mal 5, 10, 15 Joule Schlagenergie haben kann. Aber es sind auch riesige Geräte. Ja, wenn du jetzt regelmäßig in schweren Stein, Beton, oder Stahlbetondeckel oder ähnliches reingehst, dann nimm vielleicht, wenn du es häufig machst, ein anderes Gerät. Wenn du es ab und zu mal machst, ja, siehst du, dass du auch mit einem 12-Volt-Gerät richtig weit kommst. Und eine Sache hast du gesehen, das Ding hier ist einfach das Ding. Das kann man nicht anders sagen. Der ist richtig genial und der kommt bei mir jetzt auf jeden Fall in mein Repertoire und bei mir zu Hause auch in meine Werkstatt. Wie ist es bei euch? Wirst du umsteigen? Wirst du deinen 35er jetzt endgültig verbannen oder es als Zusatzgerät dazu holen und sagst einfach, ein Flexi-Click ist nicht zwei Flexi-Click? Das würde mich super interessieren. Schreib es mal in die Kommentare. Ich kann jetzt nur noch sagen, ran in den neuen 32er Flexi-Click und bis zum nächsten Mal.